Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die ich für euch vorbereitet habe: Lufthansa, Umweltzuschlag, wie wirkt er sich auf den Preis aus? Dann KLM beschwert sich über die längeren Wege nach Asien. Wir haben einen Mitkollegen Passagier, der klaute 120.000 Singapur-Dollar, muss in den Knast. Ich erzähle euch, wie lange. Wir haben dann den Meilenmittwoch zusammen jetzt mit der heutigen Sendung gemacht. Wird vielleicht eine halbe Stunde oder so. Wir haben einen Dealzone-Deal von Budapest nach Hawaii. Gibt zwei Möglichkeiten, das zu routen. Eigentlich gibt es noch mehr, aber ich habe zwei ausgewählt, weil sonst wäre Los Angeles nicht dabei. Preis habe ich auch, 2.500 kaputte Euro, also guter Preis. IHG-Punkte. IHG vercheckt Punkte mit einem höheren Limit dieses Jahr. Dann haben wir eine Punktegeschichte mit IHG und aber auch ANA mit dem Mileage-Programm von denen. Und wir haben British Airways IT wieder down. Kofferwartezeit 5 Stunden. Einige sind auch ohne Koffer geflogen. Da müssen wir ganz bestimmt mal hingucken. Und Austrian Airlines, einige nennen ihn ja den Hagelflieger. Das ist die Bravo Mike, glaube ich. Genau, die Lima Bravo Mike. Der 320er ist wieder flugbereit, ist repariert worden, hat Testflüge absolviert, ist wahrscheinlich schon bald wieder im Dienst. Habe ich da alles abgearbeitet. Genfer Luftraum. Skyguide hatte Wasser. Also, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren und den Kanal weiter, so wie ihr es tut, zu unterstützen. Danke, dass ihr es tut. Das heutige Erstthema ist KLM. Und bei der KLM hat man sich nochmal die Zahlen genau angeguckt und hat halt festgestellt, dass die Asienstrecken teure Umwege sind. Ja, natürlich, durch den Ukraine-Krieg muss man halt fliegen, und zwar einmal weiter unten. Und KLM sagt halt, dass die Flugzeuge dadurch 30% mehr gebraucht werden. Also das heißt 30% mehr Flottennutzung und Kabinencrew-Nutzung, macht das Ganze halt relativ unrentabel ab einem gewissen Punkt. Und original nochmal das Zitat hier an dieser Stelle: Wir brauchen für die gleiche Anzahl von Passagieren mehr Flugzeuge und Piloten als früher. Das ist so. Und was natürlich auch ist, dass man natürlich bei den chinesischen Fluggesellschaften einen Vorteil hat, weil die immer noch durch russischen Luftraum fliegen können, was wir hier in Europa nicht machen. Also damit ist das Intercont-Thema für die KLM weiter ein Sorgenkind. Und die Kapazitäten, wenn man sich das anguckt, man hat derzeit 88% der Kapazität vom Vorkrisenzeitraum. Also das heißt, wenn man 2019 mit 2024 vergleicht, also man ist da immer noch weit von ab. Und im Europaverkehr sind wir wieder bei 100%, auf der Langstrecke logischerweise weniger, weil man ja auch weniger nach China fliegt. Also hier könnt ihr noch mal schauen. Auch gibt es noch bei den Niederländern Probleme mit den E2-Flotten, weil die natürlich mit den Triebwerken Probleme haben. Und ich bin ja mal gespannt, was da passiert. Und wenn man sich bei der Lufthansa das genau anguckt, die haben ja dasselbe Problem. Das haben ja auch andere Fluggesellschaften. Lufthansa, wenn die nach China fliegen, die fliegen ja auch nur 70% der Flüge, die sie dorthin fliegen, wie vor Covid. Und vor allem auch, die haben ja auch die längere Strecke. Was soll Finnair sagen? Die fliegen da ja quasi von oben einmal komplett um den Pudding herum. Um nach Singapur oder nach Asien zu kommen, fliegen sie ja dann, Asien meine ich jetzt Japan, oben herum die Polarroute wieder. Und das ist natürlich ein Problem. Also, ja, ist leider so. Jetzt schauen wir uns noch mal das Thema an: Lufthansa und die Umweltzuschläge oder Umweltzuschlag. Aber ich sage lieber Umweltzuschläge, weil der Zuschlag nämlich nicht nur auf dem Hinweg, sondern auch auf dem Rückweg gilt. Ich hatte das gestern in der Sondersendung gesagt. Ich hatte es in beiden Versionen, glaube ich, sogar gesagt, weil ich mir da nicht ganz klar war. Aber heute sind die Preise geladen und man kann sich das mal angucken, wie sich diese 1 Euro bis 72 Euro staffelt. Und diese Umweltgebühr, die 2025 kommt, ist so, dass man das begründet, weil es aus den neuen Klimavorschlägen kommt und vor allem auch von den Klimaschutzauflagen. Und dadurch, dass jetzt dieser ganze Bereich dort jetzt hinterlegt ist, können wir uns das mal angucken, wie sich das gibt. Und zwar ist das eine Pflicht. Das ist jetzt nicht so, dass man da
sagen kann, das mache ich nicht. Das war ja bei diesen komischen anderen Tarifen der Fall, wo die Leute das eigentlich gebucht haben, um mehr Meilen zu bekommen. Hat wohl nicht so ganz geklappt. Ja, der Zuschlag wird jetzt transparent im Grundpreis oder im Gesamtpreis ausgewiesen. Ja, aber warum wird er eigentlich ausgewiesen? Hatte ich gestern noch mal einen Anruf bekommen zu später Stunde. Kein Problem, ist kein Thema. Aber da haben wir lange drüber philosophiert und das Thema ist am Ende einfach wirklich Meilentickets. Weil überlegt mal, Freunde der gepflegten Gastwirtschaft, wenn es wirklich so ist, dass man das in den Ticketpreis einrechnen würde und würde auch die anderen YQs und alles in den Ticketpreis einrechnen, dann könnte man das nicht bei Meilentickets nehmen. Und das ist der ganze Quatsch, der bei Lufthansa jetzt passiert, dass man halt wirklich dieses dann auch über die Meilentickets nochmal geben kann. Und ihr wundert euch, warum ein Meilenticket fast so viel teilweise kosten kann, gefühlt, wie ein Economy-Class-Ticket, wenn man ein First-Class-Ticket bucht. Wir wollen jetzt noch mal die Preise angucken. Der Anteil am Gesamtpreis für den Hin- und Rückflug, wenn man sich die Flüge für Januar anschaut, 2025, wo das als erstes eingepreist ist. Und da gucken wir uns einfach mal so einen innerdeutschen Flug an, Frankfurt, München zum Beispiel, was ja der Klassiker ist. Da ist es 2 Euro in der Economy. Also 1 Euro je Strecke. Also das ist dann schon nicht 1 Euro, sondern es sind 2 Euro. Deshalb fängt das nicht bei 1 Euro an, sondern bei 2 Euro an, wenn man nicht auf also beziehungsweise auf One-Way-Tickets setzt. Weiter geht das dann in der Business Class, sind es 3 Euro. Damit ist man dann 50% höher. Macht ja auch Sinn. Aber prozentual natürlich, ja, prozentual, es fällt weniger auf, logischerweise. Weil wenn ich für ein Ticket 900 bezahle und dann auf einmal 903 Euro zahle, ist halt ein Unterschied, als ob ich über 178 bezahle und dann 180 zahle. Also das ist ja natürlich so prozentual. Auf den Strecken, wenn man zum Beispiel sich das anguckt, irgendwie Frankfurt-Helsinki, was ja für mich jetzt so eine Strecke wäre, die ich fliegen würde, da ist es so, dass man im Economy-Tarif 4 Euro bezahlt. Und zwar 2 pro Strecke. Damit hat man da dann wirklich eine ganz sichere Geschichte. Wenn man dann weitergeht auf längere Strecken in der Business Class, was ja auch Helsinki wäre zum Beispiel, da ist man bei 6 Euro. Also ihr merkt, da sind über diese 50% Aufschlag. Finde ich jetzt nicht ganz so fair. Man hätte da jetzt halt wesentlich mehr machen können. Aber gut, da könnt ihr auch eure Meinung zu sagen. Ob man das dann zum Beispiel zu Lasten der Business Class hätte machen können, prozentual, dass man also da zum Beispiel einen prozentualen Wert gefunden hätte. Wenn wir jetzt auf die Langstrecke gehen, da sind es ja dann die maximalen 72 Euro, die man uns da verspricht. Und da ist es dann so, dass man auf einem Flug zum Beispiel nach Nordamerika in der Premium Economy 14 Euro bezahlt, also 7 Euro pro Strecke. In der Economy sind es halt dann nur 4,50 Euro je Strecke. In der Business Class sind wir etwas höher, logischerweise. Da sind es 27 Euro, also das heißt 13,50 Euro. Und natürlich wird der Maximalbetrag nur auf den langen Intercon-Strecken genommen. Heißt also, dass man sich da so einen Roundtrip anguckt für, mein Favorit wäre ja Los Angeles, wie immer, also Frankfurt, Los Angeles nachgeguckt. Und da ist es dann so, dass in der First Class der Zuschlag im Gesamtpreis exakt 72 Euro ist als Return. Also hier war man dann ehrlich, anstatt von 1 Euro direkt von 72 Euro zu sprechen, fällt bei einem First-Class-Ticket natürlich auch nicht wirklich auf. Aber das bezahlt ihr bei einem Meilenticket mehr. Deshalb haben wir auch die Frage des Tages dazu. Seid ihr überrascht, dass der Umweltzuschlag auch auf dem Rückflug gilt? Oder hattet ihr gedacht, das gilt nur auf dem One-Way? Das heißt also aus der Strecke raus. Und ihr könnt hier jetzt fleißig kommentieren. Wir gehen dann zum nächsten Thema, zum Genfer Luftraum, der geschlossen werden musste. Der Genfer Luftraum musste geschlossen werden, weil nämlich da logischerweise Probleme waren bei der Skyguide, und zwar in Form von Wasser. Und zwar gab es heftige Gewitter gestern am 25. Juni im Genfer Luftraum, hätte ich fast gesagt. Und zwar deshalb ist es so, dass die 98 Liter pro Quadratmeter fielen. Und deshalb ist es so, dass es sehr viele lokale und stationäre Gewitter gab. Die schlimmsten Gewitter im Kanton Waadt sind dort gewesen und trafen auch das Kanton Genf. Und im Stadt Genf fielen pro Stunde 27 Liter pro Quadratmeter.
Das hatte natürlich auch dann Folgen für den Flughafen. Wir wissen ja immer, was Gewitter ausmacht. Gewitter ist gefährlich. Die Leute können zum Beispiel nicht aussteigen. Flugzeuge können nicht be- und entladen werden. Sie können schon gar nicht betankt werden, weil sowas eine richtige Feuergefahr ist. Und dann noch im Untergeschoss des Kontrollzentrums von Skyguide gab es die Kühlung, die dadurch natürlich beeinträchtigt wurde, wenn da Wasser eingetroffen ist. Ja, so ist das. Die Skyguide versucht das ganze Thema natürlich jetzt wieder in den Griff zu bekommen, logischerweise. Und die Überhitzungsgefahr, und damit ist es so, dass man den Luftraum um Genf weitgehend geschlossen hat, dass man dort eine Lösung findet. Das war nicht ganz schlimm. Der Flughafen hat anyways eine Curfew von 22 Uhr bis 0:30 Uhr. Deshalb dann gibt es auch weiter. Also 50% ist natürlich dort ja auch trotzdem was. Also hier gab es dann Probleme. Also man musste dort schließen. Aber das war jetzt nicht wegen der Überschwemmung ausschließlich. Ne? Also das war natürlich auch wegen des Gewitters, um es mal so zu sagen. Die Austrian Airlines, die hat ja quasi den Hagelflieger, ich nenne ihn natürlich nicht den Hagelflieger, weil ich finde das jetzt so ein bisschen despektierlich. Aber der Flieger, die Liva Bravo Mike, die halt ein 320er ist, die da am 9. Juni in das Unwetter flog, soll jetzt wieder rechtzeitig zu dem Ferienbeginn eingesetzt werden. Macht ja auch quasi Sinn. Und da ist es so, der Flieger ist ja am 9. Juli beschädigt worden. Und das Flugzeug bzw. der Vorgang wird von der SOB ja beobachtet und kontrolliert. Es ist halt quasi da dieser Verduschungsverdacht auch gewesen, der da von einigen erhoben worden ist, über den ich berichtet hatte. Aber jetzt ist es so, dass es die Lufthansa Technik bzw. die Auer-Technik, um ganz genau zu sein, in Wien, die ja hochqualifiziert ist, das repariert hat mit Airbus zusammen. Die haben halt gesagt, was gemacht werden muss. Die Scheiben mussten ausgetauscht werden, das Wetterradar musste ausgetauscht werden. Die Nase vorne ist eher ein kosmetischer Schaden, der wird einfach nur vorne das Teil ausgetauscht. Und die Bravo Mike ist gestern auf der Piste 16 um 11:26 Uhr UTC, was 13:26 Wiener Zeit ist oder 14:26 Helsinki-Zeit ist, zu einem Beprobungsflug gegangen, ist dann auf 14.000 Fuß gegangen, ist über den Wiener Wald, Neulingbach, Herzogenburg und Treismauer vorbei und dann ist man über der Donau in eine Rechtskurve, den Ostkurs geflogen, nach knapp 20 Minuten, da musste ich mich selber überholen, wieder in Sinkflug und flog nördlich von Wien noch eine Schleife und setzt dann um 11:59 Uhr UTC auf der Piste 11. Also anscheinend wieder alles okay. Die Bauteile wurden halt ausgetauscht, die Triebwerke wurden natürlich nochmal komplett kontrolliert. Da wir ja alle wissen, seit dem A380er, wenn es Hagelschäden gibt, gibt es natürlich auch einen Dellen- oder Beulendoktor. Man hat die Beulen vermessen und geguckt, ob die repariert werden müssen und hat jetzt festgestellt, dass man diese erst wieder repariert, wenn die Maschine in einen größeren Check geht. Heißt also, man hat diese bewertet und im November gibt es halt eine Base Maintenance und da soll dann quasi der Beulendoktor ran und das rausdengeln. Auf dem Weiß fällt das ja eh nicht so wirklich auf und man hat ja auch geguckt, dass die Beulen wirklich alle so in dem Thema drin sind, dass sie halt kein Problem darstellen für die Sicherheit. Nur so am Randbemerkung, wenn eine Beule ist, muss halt wirklich gemessen werden, wie groß die Beule ist, wie tief die Beule ist und ob man fliegen kann, ob es getaped werden muss, was gemacht werden muss, ob es ausgetauscht werden muss. Und das wird man dann halt bei den großen Checks machen. Und ihr seht ja vom 9. Juni bis heute, wie viel Arbeit das anscheinend war und ist. Hat wahrscheinlich auch damit zusammengelegen, dass man Ersatzteile bekommen musste, die vielleicht nicht vorrätig waren. Aber das ist nur meine Vermutung. Hier könnt ihr natürlich dann auch weiter unten kommentieren. Wir gehen jetzt auf das Thema Diebstahl an Bord ein und ich kann es nicht oft genug sagen. Achtet auf eure Wertsachen. Ich persönlich lege ja meine Sachen immer in den Bin gegenüber. Das heißt also, wenn ich quasi auf ABC sitze, dann lege ich es auf die andere Seite und umgekehrt, weil dann sehe ich nämlich, wenn jemand an die Bin geht und sehe, wenn mein Koffer betatscht wird oder meine Sachen. Jetzt können wir uns natürlich darüber streiten, ob man unbedingt 120.000 Singapur-Dollar dabei haben sollte in Cash. Ob das jetzt illegal ist, ob man beim Zoll melden muss und so weiter, das ist ja eine europäische Regelung. Ich weiß nicht, ob diese 10.000 Dollar Euro Regelung im Umkehrschluss auch woanders gilt. Aber das sind 112.248 Euro. Ich habe es für euch gerade ausgerechnet, ganz schnell.
Und da hat man halt jetzt einen Dieb gehabt auf dem Flug. Und dieses Geld war in einem Rucksack. Und auf dem Flug von von Hongkong nach Singapur auf SQ899, ein Passagier hatte das dabei. Und der Kollege war ein Juwelier. Deshalb brauchte er das Geld wahrscheinlich, weil er da was gekauft oder verkauft hatte. Und muss sich aber lohnen, wenn der Flug, ne? Aber egal, nicht unser Problem. Und er hatte das Ganze deklariert beim Einkommen. Und das war nicht alles, was er hatte. Also er hatte noch mehr Geld dabei anscheinend. Er hatte das deklariert bei der Ankunft, hat dann aber festgestellt, dass Geld fehlte. Und dann wurde ein Chinese namens Peng Hui, 54 Jahre alt, in Marina Bay Sands, hat man ihn gefunden. Weil er hat da in Marina Bay Sands, ich weiß nicht, ob er es kennt, er kennt wahrscheinlich den Pool, wo man schön über die Bay rüber gucken kann. Super geil, auch für Cocktails. Wer nicht unbedingt an den Pool will, sondern nur Cocktails will, kann da kostenlos hoch, um die Plattform zu benutzen. Das ist immer noch der Insider-Tipp. Heißt also, hat dann getroffen, der hat da die Slotmaschinen, nämlich ein Casino, das es dort gibt, benutzt, um das Geld dann direkt zu investieren. Aber die Freude war relativ überschaubar, denn man hat ihn gefunden und man hat ihn dann $100.000 nochmal gefunden. Ich meine, das ist natürlich legal und alles, da kann man gar nichts zu sagen. Aber die Frage ist natürlich, sollte man da nicht besonders vorsichtig sein, wenn man mit so viel Penunzen durch die Gegend geht. Naja, ich wollte euch ja noch sagen, was da passiert ist. Ja, der Kollege wurde halt mit CCTV und der Gesichtserkennung wahrscheinlich dann erwischt. Und damit war es dann so, dass er jetzt 2,5 Jahre im Knast ist. Ich glaube, in Singapur im Knast ist kein Geschenk. Ihr könnt das jetzt in Relation setzen zu den 12 Jahren für mit dem Flugzeug, unter dem Flugzeug sich hinzustellen und mit Bomben zu drohen. Und dann mit Diebstahl ist auch eine interessante Geschichte. Da könnt ihr auch was zu sagen. Frage des Tages habe ich keine dazu. Nein. So, dann können wir direkt das nächste Thema angehen und das ist so ein kleines Aufregerthema. Und zwar dieses Aufregerthema, das ist British Airways. Und zwar British Airways hat ja immer wieder Probleme mit der IT. Man hat ja gerade auf die Amadeus-Oberfläche, auf Altea, hat man ja nochmal eine Oberfläche draufgesetzt gehabt, um den Check-in schneller zu machen. Beziehungsweise nein, das war ja nicht Check-in-Body schneller zu machen, sondern um Leute zu nehmen, die man nicht schulen musste. Und das Programm selber ist jetzt nicht ganz so intensiv von der Schulungsbedürfnissen her, kann ich euch verraten. Aber da hat man halt etwas, was noch idiotensicherer ist, gemacht, in Anführungsstrichen. Aber das hat zu Problemen gesorgt. Und jetzt ist es so, dass gerade im Terminal 5 am Dienstag die IT wieder ausgefallen ist, beziehungsweise Probleme gemacht hat und Passagiere 5 Stunden warten mussten auf ihr Gepäck und auch das Problem hatten, dass teilweise Flüge ohne Gepäck rausgegangen sind. Die Probleme sind gestartet um 14 Uhr und das Resource Management System, was halt für die Baggage-Händler das Gepäck sucht und findet, ist ausgefallen. Und man musste dann auf manuell eingehen. Also das heißt, man musste es händisch machen. Und das ist dann natürlich so, ja, hast ein Problem. 9 Stunden war das Thema außer Betrieb, dass man da auf die Backups machen musste. Und Tausende von Passagieren, die dann auf ihr Gepäck warten. Ich meine, British Airways ist ja auch sehr bekannt dafür, dass sie zum Beispiel Gepäck einfach dann per Kilo verkaufen und dann wird das einfach in Mailand verbrannt. Da gab es ja auch Geschichten. Und ich sag mal so, wenn da in London dann auf einmal das Gepäck nicht rauskommt und Tausende von Leuten da ankommen, dann hast du ein echtes Problem. Ich habe Gott sei Dank sowas noch nicht erlebt. Und dieser IT-Failure ist natürlich ein Riesenproblem. Man möchte jetzt 750 Millionen Pfund in diese IT wieder stecken, um sie besser zu machen, was natürlich auch Sinn macht. Aber wir müssen auch ehrlicherweise sagen, dass die IT bei Fluggesellschaften ein Problem hat, weil viele Sachen ja Asbach-uralt sind. Sind die nicht aus den 60er oder 70er Jahren? Heißt also, dass man für viele Sachen irgendwelche Sachen bauen muss, dass man modern darauf zugreifen und so weiter und so fort. Und ihr wisst ja, wenn etwas in der IT schon 5 Jahre alt ist, dann gilt das ja schon als Asbach. Da möchte ich nicht wissen, wie sowas ist, was 20, 30 Jahre alt ist. Und man möchte noch mal 100 Millionen Pfund investieren in künstliche Intelligenz, in AI, Artificial Intelligence, wie das im Englischen heißt.
Ich persönlich bin immer so ein bisschen verwundert, was man mit der AI machen kann. Dann kriegt man nämlich halt so merkwürdige Antworten wie von der Swiss, dass man eine 737 hat, die es gar nicht in der Flotte gibt. Also das ist auch immer relativ lustig. Ja, man hat halt Personal hingeschickt und hat da geguckt, dass man es auseinanderklabustern kann. Aber 5 Stunden, das geht echt auf keine Kuhhaut. Und man muss natürlich ehrlicherweise sagen, das ist der Grund, warum die Leute keinen Bock haben, Gepäck einzuchecken. Und ich habe dafür für euch noch eine zweite Frage des Tages. Sollten Fluggesellschaften für sowas einfach bestraft werden? Sollte das nicht einfach so sein, dass man knallhart sagt, wenn das Gepäck eine halbe Stunde nach Landung nicht da ist, Geld, zack. Damit wir die Leute wieder hinkriegen, dass sie ihr Gepäck aufgeben und dass sie ihr Gepäck dann wirklich nutzen und den Platz frei halten, dass man halt wirklich da dann etwas mehr Freiheit in der Kabine hat und diese Leittarife, weg damit. Weg damit. Das ist auch nur Augenwischerei. Und wir wissen ja alle, dass der normale Eco-Tarif damals mit allem gar nicht wirklich billiger gemacht worden ist, sondern man hat einfach nur draufgesattelt und das war eine Möglichkeit, um mehr Geld zu machen. Also ich bin mal gespannt, was da jetzt passiert. Und AirTag ist eminent wichtig. Also ohne AirTag würde ich nicht mehr fliegen heute. Ich habe auch noch Batterien, weil meine AirTags müssen noch aufgeladen werden. Gut, dass ihr mich daran erinnert. Also, könnt ihr zu schreiben, Frage des Tages, zweiter Teil beantworten. Ich habe noch eine dritte Frage des Tages. Denn es geht jetzt direkt hier weiter. Und zwar IHG. Das ist jetzt der Teil, wo man sagen muss, wir haben den Meilenmittwoch noch eingepreist. Deshalb werden wir heute etwas länger. Und zwar ist das die Aktion von IHG. Da gibt es bei IHG One Rewards dreifache Anna Mileage Club Meilen für Aufenthalte vom 1. Juli bis zum 31. August. Ihr müsst euch registrieren. Dann muss man natürlich von den IHG-Meilen Abstand nehmen. Man kann also nur eins machen und nicht das andere. Also ihr müsst euch dann auf Anna umswitchen und dann könnt ihr dann direkt bei IHG buchen. Ich persönlich ich würde das bei Anna machen, weil die IHG-Meilen oder Punkte, was da ist, ja, also wenn man nicht wirklich IHG-Hardcore-Fan ist, dann machen die keinen Sinn. Ich persönlich habe bei IHG die Meilen immer mitgenommen, habe sie dann benutzt, aber ich habe das jetzt nur genommen, weil bei einigen Orten gab es halt IHG-Hotels, würde aber jetzt sagen, ich brauche sie nicht mehr und ich gehe auch nicht mehr zu IHG. Ich habe sie ja dieses Jahr aussortiert. Ich habe mein Diamond aussortiert und damit bin ich bei IHG raus. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass die Punkte von Anna sehr viel mehr wert sind. Und damit ist es so, dass dieser Deal relativ cool ist. Und dafür würde es sich fast schon lohnen, bei IHG wieder zu übernachten und die Punkte zu bekommen. Denn wenn man halt guckt, ist zwar der Maximum-Spend $2.500 für die Aktion, aber wer von euch bezahlt $2.500 über so einen Zeitraum, über 2 Monate für Hotels? Ich persönlich nicht. Also ich habe bei IHG immer so um die 100 bezahlt, würde also 25 Nächte sein, damit kommt man ja locker aus. Oder wenn ihr teure Aufenthalte habt, könnt ihr natürlich das auch damit abrechnen. Jetzt gehen wir weiter mit IHG. Das ist das zweite IHG-Thema, was wir haben. Und zwar, die verkaufen Meilen. Ich will das jetzt nicht schlecht reden oder euch madig machen. Aber natürlich für den Hardcore-Fan macht das vielleicht Sinn. Zumal man jetzt den Bonus hat, der jetzt bis zum 29. Juni geht. Was haben wir denn heute? Heute haben wir den 26. Heißt also, ihr habt noch 3 Tage Zeit. Und man hat ja auch das Limit erhöht. Heißt also, man kann jetzt 250.000 Punkte pro Jahr dazu kaufen. Vorher waren das ja nur 150.000. Genau, habe ich es richtig im Kopf gehabt. Heißt also, dass man nicht maximal bei der 100% Aktion 300.000, sogar 500.000 Punkte bekommt. Relativ cool. Heißt also, wenn ihr die Maximumsumme von 250.000 Punkten kauft und mein Konto ist in den USA, bekommt ihr 500.000 Punkte für 2.500 US-Dollar. Jetzt muss man natürlich wieder gucken, ob das Sinn macht. Nicht kaufen, weil die nur auf Sale sind. Kauft die Punkte, wenn ihr einen Use Case habt. Und ein Use Case ist natürlich da bei den Hotels immer schwierig zu sagen, weil IHG geht floating. Das heißt also, die richten sich nach dem Cashwert und das ist dann natürlich ein Problem. Und deshalb ist das natürlich auf der einen Seite relativ lustig, aber auf der anderen Seite ist die Fluktuation natürlich ein Problem. Aber
Wenn ihr eine der IHG-Kreditkarten habt, wo es zum Beispiel diese 4. Nacht kostenlos gibt, dann kann das Sinn machen, weil man damit dann wieder Geld spart und damit macht das dann wirklich einen Vorteil. Aber was ich auch wichtig finde, ist, kauft nie IHG-Meilen, wenn sie ihm weniger als 100% Bonus geben, weil die gibt es so oft, dass ihr da zuschlagen solltet. Für alle, die nach Hawaii wollten, da haben wir auch einen Deal. Den gebe ich euch auch heute um 24 Minuten 48. Und zwar, kein Bier auf Hawaii ist nur ein Gerücht. Und wir gucken uns das sofort an auf der Karte. Und da habt ihr hier die Routen, das seht ihr auch schon. Es gibt 2 Wege mit dem Tarif. Das wäre einmal in der Buchungsklasse INA mit British Airways über London Heathrow nach Los Angeles nach Honolulu. Das sind dann 17.879. Und mit Finnair geht es natürlich auch, das sind dann 18.180. Solltet ihr auf American Airlines kaufen. Und dann habt ihr da auch den relativ coolen Preis. Wir wollen auch erstmal gucken, bevor wir auf den Deal komplett eingehen, wie viele Punkte es gibt. Hier seht ihr das, Finnair, American Airlines. Ich habe es natürlich über Helsinki geroutet für euch, weil ich das fliegen würde. Iberia mit 27.000 Meilen. British Airways hat 23.000, Alaska und so weiter und so fort. Hier geht es runter bis Qantas mit 0. Daran seht ihr, dass das wieder stimmt. Finnair gibt nur 12.324 Mal, was nicht stimmt, weil die haben ja auch umgestellt mit ihren Avios. Aber ihr seht ja nur ein Pi mal Daumenwert. Wichtig ist an dieser Stelle, es ist nur der Finger im Wind. Ne? Also das heißt, es ist jetzt nicht 100%ig, weil Where to Credit ist nicht 100%ig reliable. Der Preis ist 2.499 € ungefähr ab, beginnend. Und daran seht ihr, dass es schon ein relativ cooler Preis ist, um nach Hawaii zu kommen. Wichtig ist, ihr könnt 6 Tage vorher na Quatsch, ihr braucht keine Buchung vorher, ihr könnt 6 Tage Mindestaufenthalt oder eine Nacht von Samstag auf Sonntag, 12 Monate Maximalaufenthalt. Es sind unlimitierte Stopover in Europa oder in den USA erlaubt, aber 600 in USA kostet der Stopover und 150 in Europa. Da gibt es dann natürlich so ein bisschen Schmerzen beim Geld, aber es geht so. Ticket ist nicht refundierbar, Umbuchung kostet $300 und natürlich dann auch die Fare Difference. Das solltet ihr immer im Hinterkopf haben. Buchungsklasse war I, also Business Class. Wer die Finnair Business Class mag oder nicht mag, ich persönlich, ich weiß gar nicht, ob ich sie mag oder nicht. Ich bin gespalten. Ich bin eher auf der Seite vielleicht auf weniger mögen als mögen, weil der Sitz ist eine Challenge, die Air Lounge. Aber das liegt an meiner Länge. Ihr könnt das unten kommentieren und sagen, was ihr davon haltet. Ich habe für euch versprochen, dass wir unter 30 Minuten bleiben. Ich hatte das ja geunkt, dass wir 30 Minuten vielleicht reißen. Sieht aber so aus, dass ich jetzt noch 2 Minuten 30 sabbeln müsste und das will ich euch nicht antun. Deshalb wiederhole ich einmal noch mal die Fragen des Tages. Sollte es Strafen geben für Fluggesellschaften, wenn das Gepäck so viel Verspätung hat? Wer ist jetzt auf dem Weg nach Hawaii? Also wer von euch fliegt nach Hawaii mit dem Deal? Würde mich freuen, von euch zu hören. Und seid ihr überrascht, dass der Umweltzuschlag auch auf dem Rückflug gilt? Und da schreibe ich doch natürlich hin Lufthansa Umweltzuschlag, damit wir wissen, um wen es geht. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren, die Glocke anzumachen. Und ich freue mich, von euch dann weiter zu hören, zu sehen und vielleicht bei einem Stammtisch. Anfang August. Das Datum, was ich genannt habe, mussten wir leider ändern. Wird wahrscheinlich eine Woche früher. Aber wenn das Datum feststeht, sage ich euch Bescheid. Also, damit ich jetzt doch nicht die halbe Stunde reiße, tschüss und Abspann für euch. Und wo ist er? Hier ist er. Also, danke, bis morgen. Ciao, ciao.